Steuererklärung selber machen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Erhaltungsaufwand. Darum geht es heute in diesem Video. Im letzten Video hatte ich Ihnen ja erklärt, die Einkünfte bei Vermietung und Verpachtung, die Werbungskosten, allgemein Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten und den Unterschied, diese ersten drei Jahre nach der Herstellung oder Anschaffung und diese 15%. Und heute zeige ich Ihnen an einem ganz konkreten Beispiel Erhaltungsaufwand an einem vermieteten Objekt. Wir erneuern die Fenster. Ich zeige Ihnen es an den Zahlen und auch an der Software. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Vermietung und Verpachtung, Erhaltungsaufwand. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben als Beispiel ein vermietetes Objekt, und zwar ein Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter Wohnfläche und einer monatlichen Miete von 600 Euro. Das machen 7.200 Euro Jahresmiete aus. Die monatliche Umlage beträgt 200 Euro, sind zusammen also 2.400 Euro im Jahr. Somit haben wir Einnahmen aus diesem vermieteten Objekt von 9.600 Euro. Als Ausgaben haben wir die jährlichen Werbungskosten wie die Grundsteuer, Wasser, Heizung, Müll, Wohngebäudeversicherung, Schornsteinfeger oder die Straßenreinigungsgebühr. Zusätzlich haben wir in diesem Jahr die Fenster erneuert und haben dadurch einen Erhaltungsaufwand von 10.000 Euro. Wir haben also 9.600 Euro Einnahmen und 12.615 Euro Ausgaben. Das macht einen steuerlichen Verlust aus Vermietung und Verpachtung von 3.015 Euro. Wie gehen wir jetzt steuerlich mit diesem Verlust um? Ich zeige Ihnen das jetzt anhand der Software. Ich nehme Sie mal mit in den internen Bereich meiner Steuersoftware und zeige Ihnen, wie man das machen kann an einem Musterfall. Lassen Sie uns jetzt einfach mit der Berechnung beginnen. Wir befinden uns jetzt hier in der Steuersoftware. Ich habe schon einen Musterfall vorbereitet, ein Ehepaar, verheiratet, ein Kind, er Beamter, sie Angestellte, so ein ganz normaler Fall, und zeige Ihnen jetzt, wie Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erfassen. Sie haben hier links die Navigation und da gehen wir hier unter Vermietung und Verpachtung, hier oben Vermietung von Häusern, Wohnungen und sonstigen Gebäuden und erfassen dieses Gebäude. Wir sagen jetzt Objektart, ein Familienhaus, was wir vermietet haben. Das Einheitswert Aktenzeichen habe ich jetzt nicht, das lassen wir frei, da bekommen wir dann auch gleich eine Fehlermeldung. Das können wir aber ignorieren. Wir sagen, das Haus ist im Musterweg Nummer 1, halt, die 1 fehlt noch, Musterweg 1, und ich nehme meinen Wohnort Werder. Dann wird hier noch die Region ausgewählt. Wir sind neue Bundesländer und wir sagen, es handelt sich um ein bereits fertiggestelltes Objekt. Ja, Eigentümerwechsel, Erbschaft, sowas haben wir in dem Fall nicht. Wird das Objekt als Ferienwohnung kurzfristig vermietet? Nein, das Objekt ist, können wir sagen, mit Eigentum beider Ehepartner. Dann wird es gleich hier 50-50 aufgeteilt. Wir sagen, voll vermietet. So, jetzt gibt es da die Fehlermeldung, Einheitswert Aktenzeichen fehlt. Da sagen wir einfach als gelesen markieren und dann lässt er uns weiterarbeiten. Wir sagen, wir haben 100 Quadratmeter, die haben wir komplett vermietet. Dann gehen wir hier unten auf Weiter. Fläche sollte das ganze Jahr vermietet werden. Ja, das bleibt so. Und jetzt kommen wir hier zu den Mieteinnahmen. Wir haben, ja, wir nehmen jetzt einfach mal nur das Erdgeschoss und sagen, Miete 12 Monate, 600 Euro als Beispiel, sind 7.200 Euro. Und als Umlagen haben Sie bezahlt, Umlagen monatlich 200 Euro. So, das sind jetzt die Einnahmen. Wir hatten vorher hier unten ein Plus von, ich glaube, 2.400 Euro. Jetzt durch die Einnahmen kommt es natürlich zu einer Nachzahlung. Sie können immer hier schön unten rechts in der Ecke das Ergebnis verfolgen. In diesem Beispiel haben die Mieter 2.615 Euro verbraucht. Das heißt, sie müssen nachzahlen. Nachzahlung.
Und diese Nachzahlung beträgt einmalig 215 Euro. Das heißt, unsere Einnahmen erhöhen sich. Wenn das jetzt keine Nachzahlung wäre, sondern die Mieter hätten weniger verbraucht und es wären jetzt 215 Euro zurückzuzahlen, dann können Sie einfach ein Minuszeichen davor setzen, 215 Euro. Und dann sehen Sie auch hier unten, wie sich das Ergebnis verändert. Aber wir müssen das jetzt wieder ändern, die müssen nachzahlen, haben wir gesagt. So, dann gehen wir hier auf Weiter. Weiter, das brauchen wir nicht. Wir gehen gleich mal, jetzt wieder die ganzen Geschosse haben. Wir gehen zu den Werbungskosten. Schuld, Zinsen, Geldbeschaffungskosten, das haben wir nicht. Wir gehen ganz normal zu den Nebenkosten und nehmen hier einfach mal ganz glatte Zahlen. Grundsteuer 200 Euro. Für die Müllabfuhr sind 100 Euro angefallen. Straßenreinigungsgebühr waren 20 Euro. Entwässerung lassen wir frei, das nehmen wir alles unter Wasserversorgung. Da haben sie verbraucht 800 Euro. Hausbeleuchtung haben wir jetzt in dem Fall nicht. Die haben ihren eigenen Stromzähler. Dann sagen wir Heizung haben sie verbraucht 1200 Euro. Und die Wasserversorgung 800, die hatten wir schon. Dann hat die Schornsteinreinigung, die hat 45 Euro gekostet. Und für die Wohngebäudeversicherung haben wir 250 Euro bezahlt. Macht zusammen 2615 Euro. Dadurch, dass wir jetzt die Werbungskosten gegenrechnen konnten, sind wir hier unten mit 8,88 Euro, ist ja witzig, eine Schnapszahl, 8,88 im Plus. So, jetzt gehen wir hier auf Erhaltungsaufwand und sagen, Fenster erneuert, 10.000 Euro. Jetzt sehen Sie hier oben schon Sofortabzug oder Verteilung auf mehrere Jahre. Schauen wir uns das mal an. Wir sagen jetzt hier Austausch der Fenster, 10.000 Euro. So, und nun, ich muss mir das mal mitschreiben, beträgt die Erstattung auf einmal 3.380,66 Euro. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das hier raus und sagen, der Erhaltungsaufwand ist zu verteilen und wir sagen hier die 10.000 Euro, dann gibt er uns vor, hier will ich noch weitergehen, Erhaltungsaufwand hier. Dann sind wir hier Verteilung der Erhaltungsaufwendungen. Also wir hatten die Jahre davor keinen Erhaltungsaufwand, in 2019 die 10. Und wenn wir jetzt sagen auf ein Jahr, dann haben wir eben diese 3.380,66. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das auf 2 bis 5 Jahre zu verteilen. So, und wir sagen jetzt einfach mal, wir verteilen das auf 2 Jahre, weil wir wissen, der Herr Müller, der kriegt nächstes Jahr eine kräftige Gehaltserhöhung. Dann sind es eben nicht 3.380, sondern 1.725 Euro. Da er aber eine Gehaltserhöhung bekommt, hier der Steuerpflichtige in dem Fall, hat er im Folgejahr einen höheren Steuersatz und da wirkt sich natürlich der Erhaltungsaufwand steuerlich wesentlich günstiger aus. So, das war es im Prinzip schon zu dem Beispiel. Wir haben also nochmal für Sie zum Mitschreiben. Wir haben die Mieteinnahmen unterteilt in Kaltmiete und Umlagen oder Betriebskostenvorauszahlung oder Nebenkostenzahlung, wie immer Sie das auch benennen. Und Sie als Eigentümer zahlen für dieses Gebäude, wir gucken hier nochmal, die Grundsteuer, die Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, die Heizung, Schornsteinfeger und die Gebäudeversicherung. Für die Stromversorgung hat Ihr Mieter einen extra Zähler und bezahlt die eben selber. Ja, dann kommen wir hier zu dem Erhaltungsaufwand und dann war es das auch schon. Jetzt können wir hier oben auf Ergebnis gehen und sagen hier vermietetes Objekt. Da sehen wir hier die ganzen Angaben, Mieteinnahmen, Nebenkosten, Nachzahlung und die Aufstellung
der Werbungskosten. Hier wird auch immer noch mal angezeigt, wenn Sie die Formulare benutzen und die Steuererklärung nicht elektronisch versenden, in welche Zeilen Sie das eintragen müssen. Ja, und hier ist dann die Zusammenfassung und das war's dann im Prinzip auch schon. Ja, wenn Sie mehr solcher Beispiele wissen möchten, schreiben Sie es detailliert in den Kommentaren und ich werde Ihnen eine Musteraufstellung, egal für was, auch machen. Das war jetzt mal ein Beispiel Erhaltungsaufwand an einem vermieteten Objekt an ganz konkreten Zahlen, an der Übersicht der Zahlen allgemein und anhand der Software, wie Sie diese Zahlen übernehmen. Wenn Sie mehr solcher Videos sich wünschen, dann schreiben Sie es hier unter dem Video in den Kommentaren, konkrete Beispiele, und ich werde ein Video für Sie machen. Sichern Sie sich auch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung Ihrer Steuererklärung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Jutta Martin.